Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Kasu, zurück mit noch mehr K-Pop-Content. Letztes Mal haben wir auf IVE reagiert und nein, vorletztes Mal war das. Und letztes Mal war Jisoo. Genau, vorletztes Mal haben wir auf IVE reagiert und genau, da ist mir ja schon aufgefallen, jo, das ist ja gar kein Comeback. Also ich dachte, das wäre da, also Kitsch dachte ich wäre ein Comeback gewesen, aber es war actually ein Pre-Release aus deren jetzigen Comeback, aus deren jetzigen Album quasi. Die haben ihren ersten Album gedroppt quasi, ihren ersten Full-Album. Gestern war das, also am 10.04. Und genau, das Ganze heißt I Am. Das ist jetzt wie gesagt offiziell deren Comeback, worauf ich extrem hyped bin. Meine Expectations, natürlich, selbstverständlich, dieses Mal, hoffentlich hat Lies ein bisschen mehr Line Distribution, nicht so magere 5% wie jetzt bei Kitsch als Beispiel, wobei ich auch sagen muss, vielleicht war Kitsch auch einfach nicht der richtige Track für so eine Liz als Beispiel, ne? Kitsch war ja dann tatsächlich viel mehr so haut drauf aufs Maul Tracks so, weißt du, und weniger so technically, was den Gesang betrifft. Vielleicht ist ja I Am ein bisschen anders, vielleicht ist ja I Am mehr so geht ja mehr so ins Gesangstechnische so über, vielleicht. I have no idea. Wenn es dem so ist, hoffe ich darauf einfach nur, dass Liz ein bisschen mehr Spotlight bekommt. So, das wäre meine Expectations und meine Hoffnungen. Aber vorher noch, ich habe noch so eine kleine Story, die ich noch am Rande erzählen kann. Mich wurde einfach hardcore geprankt letztens von irgendeinem Typen, von irgendeinem Dude oder was weiß ich, wer das auch immer gemacht hat. Ich habe halt gesehen, so, aespa hat ja auch so einen neuen Song gedroppt, ne? Hold on Tight, das ist ja diese Tetris-Cover, was sie da gemacht haben, was amazing ist, by the way. Ich liebe Hold on Tight, richtig geiler Track. Und ja, ich dachte, ich mache ein Reaction zu deren Musikvideo. Kleiner Spoiler, es gibt kein Musikvideo zu Hold on Tight. Aber das wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt so, ne? Ich natürlich so voll enthusiastisch, ich so, boah geil, die haben ja doch ein Musikvideo darauf release, so, ne? Und so richtig blind wie ich bin, so, ich bin einfach draufgegangen, hab auf nichts geachtet, so, ne? Ich habe nicht auf deren Channelnamen geachtet, ich habe nicht auf deren Subscriberzahl geachtet, ich habe nicht auf die Aufrufe geachtet, ich habe nur gesehen, aespa, Hold on Tight, Official Musikvideo. Weißt du, und ich gehe da drauf, mach eine Reaction. Ich bin so Mid-Production, weißt du. Allein bei der Reaction fällt mir schon so auf, so, so, warum sind die Szenen so weird? So, warum hat Winter hier schwarze Haare und auf einmal hat sie blonde Haare wieder? Die sah aber, zu der Ära sah die doch so aus, als aktuell, sie kann die doch nicht. Und mein Gedanke war so, vielleicht haben die das einfach so wie so eine Collage von den alten Szenen einfach so reingenommen, so quasi. Wiederverwertet quasi die Szene. Vielleicht hat das ja irgendwie einen Zusammenhang, eine Bedeutung gehabt oder so, ne? Und ich bin da voll am Reagieren, Theorien aufstellen und was weiß ich was, so, ne? Mit Production im Cut, weißt du, so, bin voll am Editen und so weiter. Bis mir dann irgendwann nach 10 Stunden so auffällt, warte mal, das sind Szenen, die kenne ich doch, diese Szenen, so, ne? Geh wieder auf deren Channel, scroll so ein bisschen runter und lese Handmade Video. My life. Just simply my life. Ja, it is what it is. It happens. Ich wurde da richtig schön geprankt, so. Aber ja. Passiert. Man wird erst hinterher schlau, ne? So. Ich bin einfach nur froh, dass ich diese Reaction nicht hochgeladen habe. Dass mir das noch so frühzeitig aufgefallen ist. So, Bro, du reagierst gerade auf Szenen, die du 100-mal gesehen hast. So, weißt du, ich meine, so legit, da ist die Szene aus Black Mamba, wo die da im Zug sind, ja, und diese Schlange da um diesen Bahn herum schlingelt. Und ich check das nicht. Und ich denke mir so, yo, die haben voll geil die Reference aus Black Mamba da reingenommen. So, nein, Bro, das ist einfach exakt die gleiche Szene gewesen. Ja, manchmal Small Brain so, ne? Wenn man einfach überarbeitet ist, wenn man wenig Schlaf bekommt, passiert sowas so. Weißt du, wie ich meine? Aber egal. Es geht jetzt um IVE, um deren Comeback, um I Am. Ich bin, wie gesagt, extrem hyped. So, ohne großartig weiter darüber zu labern. Let's go. Moment, ganz kurz. Bevor wir loslegen, ich habe jetzt schon Sachen zu sagen. Ganz kurz das Kostümset analysieren eben. Weil das sieht schon amazing aus, irgendwie diese Anzug-like, aber irgendwo auch so richtig elegant. Also IVE hat auch echt so einen an sich schon sehr eleganten Style, so, ne? Es fing schon bei 11 an und Afterlight war ja auch schon so richtig so, wie kann man das sagen, so, sehr, sehr edel gewesen. Und hier jetzt genauso, so Kostümset zumindest. 다른 문을 열어 따라갈 필요는 없어
Nice. Gut, die Melodie kenne ich ja aus dem Teaser noch. Das wurde ja schon gespoilert hier vom Teaser. Und das ist genial. Ich liebe die Melodie. Okay. Okay, dieses Kostümset hat mir so ein bisschen Itzy-Vibes gegeben. Was war das? Mafia in the Morning? Oh, clean Transition. Das haben wir auch aus dem Trailer gesehen, oder das kennen wir auch aus dem Trailer. Aber die Transition war ja mal amazing. Nice gemacht, Alter. Das sieht so aus, als ob die runterfällt, ihre Hand ausstreckt, aber actually ist sie da auf dem Boden. Ey, warte ganz kurz, lass mich nochmal gucken. Ja, wegen der Rotation sieht das auch noch so aus, als ob die noch mit in ihrem Salto wäre. Mega geil. Ich muss sagen, die Transition war amazing. What? Okay. Liz completely changed the beat. Sie hat einfach komplett das ganze Konzept gechanged. Ey, geil, warte, ganz kurz. Ich muss nur noch ganz kurz die Liz-Stelle hören. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nice. I love this outfit. Okay, okay. Okay. Wow, very, very chillin'. Also sehr, sehr chilliger Song. Es war anders als Kitsch auf jeden Fall. Es ist krass irgendwie. Kitsch hat ja so richtig so in your face so einen Surprise-Moment gehabt. Während I Am dann doch schon so ein bisschen chilliger war tatsächlich. Also es klang auf jeden Fall mehr nach einem Comeback, definitiv. Ne? So nach einem Titeltrack. Overall, wie gesagt, ein sehr chilliger Song. Videoclip war auch jetzt nothing so extravagant halt, ne? Sehr, ein paar CG-Szenen waren da natürlich mit dabei, wo die auf dem Flieger so stehen, so ganz random. Kostümsets auch top-notch wieder, yet again, sehr, sehr edel, wie schon vorhin erwähnt, hat eine sehr, sehr, ja, hier, allein schon dieses Kostümset ist halt immer noch irgendwo schlicht, aber irgendwo auch
edel. Es matcht sehr gut der Kulisse, also wie wir das jetzt hier haben. Das war ja auch wieder ein anderes Kostümset hier am Anfang. Das fand ich halt mega geil. Dieses Kostümset fand ich, glaube ich, mit Abstand am geilsten bis jetzt. Vor allem Yujin. Wenn du hier guckst, sie hat, glaube ich, hier den meisten Drip. Ihr Kostüm gefällt mir am allermeisten. Ansonsten, ich bin happy. Ich bin happy, dass Liz ein bisschen mehr Spotlight bekommen hat. Aber es war auch irgendwo klar so, ne? Weil, wie gesagt, ich wusste halt nicht beim letzten Mal, dass dass es sich um ein Pre-Release handelt in dem Fall. Und habe dann dementsprechend ein bisschen überreagiert, als es dann über Liz ging. Weil sie halt legit einfach nur 5% da bekommen hat. Ja gut, im Endeffekt, vielleicht war das einfach nicht der richtige Song, sag ich jetzt mal, für eine Liz. Vielleicht hat es einfach vom Stil, von ihrer Stimme oder was auch immer nicht so gut gepasst, von ihrer Rolle, whatever. Hier hat man schon gemerkt, war ein bisschen mehr Liz dabei. Es war auf jeden Fall mehr als ein Kitsch. Man merkt halt, es war dann dementsprechend noch der richtiges Comeback. Man musste sich mal das ganze Album geben. Da gibt es bestimmt Tracks, die auch ein bisschen mehr langsamer sind, so vielleicht auch ein bisschen mehr technisch ins Gesangstechnische so eingeht. Und da vielleicht ist dann Liz einfach da stärker vertreten. Aber overall, wie gesagt, ich bin happy. Jeder hatte so ihren Moment hier aus dem Comeback. Jeder hatte so Time to Shine quasi, deren Time to Shine. Und haben die mega geil umgesetzt, wie gesagt. Stil ist halt wieder so edel. Der Stil geht so, finde ich, so mehr so in Richtung Afterlike, so wie wir das da hatten. Still, ich finde es immer noch nicht stärker als 11, muss ich immer noch sagen. 11 ist immer noch krank. Das Beste, was die gedroppt haben bisher, also deren Debüt. Aber trotzdem, es ist geil. Oh, wait a minute. Darf nicht fehlen, also der Song ist wirklich extrem geil. Muss ich mal ganz kurz noch eben schnell. Ups. Das geht schnell. Eben. So. Und ganz schnell hier hin. So, ich habe auch schon. Oh, wait. Ich habe auch schon so ein bisschen auch in hier Album reingeguckt. Es gibt ja hier, die hatten ja auch so ein Dings. Hier hatten die da. So ein Highlight-Medley. Da konntest du schon reinhören, gucken, so wie die einzelnen Songs sich so anhören werden. Und da waren schon auf jeden Fall so ein paar geile Tracks auch mit dabei. So ein paar welche, die nicht so mein Geschmack waren. Aber der große Teil scheint geil zu sein aus dem Track. Das heißt, aus dem Album. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich noch ein paar Sachen davon auf meine Playlist packen, aber off-stream halt dementsprechend. Aber offline halt dementsprechend, also nicht on Video. Und ja, ne, IM habe ich jetzt reingepackt. Es ist geil auf jeden Fall. Ich würde dem Ganzen so schon so eine 8 von 10 geben. Sagen wir 9 von 10. So. Weil Liz dieses Mal ein bisschen mehr vertreten war, das hat mir sehr gefallen. Also keine 10 von 10 von mir an der Stelle, weil es übertrifft einfach nicht die anderen Comebacks. Ne? Also es übertrifft weder deren Debüt, noch eines ihrer Comebacks. Ich finde da immer noch Afterlike stärker als Beispiel. Und das hat von mir locker eine 10 von 10 bekommen. Love Dive hat sie eine 10 von 10 von bekommen. Es ist auch nicht schlecht, der Track, aber es befindet sich nicht auf dem Level wie 11. Ich muss zugeben, ich fand irgendwie Kitsch schon allein stärker irgendwie. Also Kitsch hat schon echt einen krasseren Eindruck hinterlassen. Still, der Song ist amazing, ne? Aber meiner Meinung nach leider keine 10 von 10. Videoclip war auch recht schlicht. Bis auf halt natürlich das mit dem Flugzeug. Das war dann wieder abgecrackt. Dann haben die halt hier wieder Blank Backgrounds und so. Manchmal einfach nur Blank Backgrounds. Ein paar Cuts, wie gesagt, so ein paar Transitions fand ich amazing. Wie gesagt, das mit, wo Wong Yang hier aus dem Flugzeug fliegt, springt. Also diesen Cut fand ich geil. Das kam halt plötzlich so, ne? Das haben die gut gemacht. Sind wir wieder zurück in dieser Flugzeugszene. Auch die Animation richtig schön gemacht. Nice. Das ist halt Endstufe cute, ne? Wie gesagt, ich bin happy, dass sie ein bisschen mehr vorkam. Jedenfalls kam es mir dieses Mal so vor, als ob Liso am wenigsten Line hatte. Können wir aber actually auch nochmal kurz überprüfen, so. Das interessiert mich einfach so. Einfach nur aus Interesse. Weil diesmal kam es mir so vor, als ob tatsächlich so vor, als ob Liz dann doch mehr Line hatte. Also ich habe Liz Stimme deutlich mehr gehört als bei Kitsch in dem Fall. Und ich wollte jetzt einfach nur aus Interesse mal nachschauen, wie das denn tatsächlich so aussieht. Also meine Prediction, ich glaube, Liso hat bestimmt am wenigsten gehabt diesmal, also so kam es mir vor. Liz gehörte zu den meisten diesmal. Ich habe wirklich Liz oft gehört. Ich glaube, diesmal machen das Rennen Yujin, Gaul und Liz. Wong Yang habe ich wenig gehört, Ray habe ich wenig gehört und Liso habe ich wenig gehört. Mal gucken.
Ja, exakt. Nice. Liz hat sogar Meißen gehabt. I'm proud. Starship. I'm proud. I'm proud. Yes. Aber das will ich sehen. Das ist deren richtiges Comeback. Und wie schon predicted oder wie ich das schon geahnt habe, ging dieser Track schon mehr so ins Gesangtechnische so über halt, ne? Während Kitsch mehr so performance-lastig war, ist das hier schon mehr, auch performance-lastig, klar, aber man hört schon, der Gesang ist da auch ein bisschen mehr im Vordergrund, right? Und sobald das der Fall ist, ist Liz schon an vorderster Stelle so. Perfekt, genauso wie es sein soll, ne? Ich habe nichts, worüber ich mich jetzt complainen könnte. Ich gebe dem Ganzen jetzt extra deswegen sogar eine 10 von 10 so von mir aus. Take it. Ich bin einfach nur glücklich. Ja, wie ich schon predicted habe, Liz am meisten. Eugene, Gaul, das sind so die Follower, also die danach kommen. Und okay, Liso hat tatsächlich nicht am wenigsten. Das überrascht mich actually. Ich habe gedacht, dass Wongyang vielleicht, also nicht am wenigsten hat, aber tatsächlich hat sie am wenigsten. Und ja genau, Re und Liso habe ich ungefähr da gesehen. Also ich habe, wie gesagt, Liso eher unten vermutet, Re und Wongyang habe ich mehr so Mitte predicted. Ja, aber ja, das hier gefällt mir am meisten halt. Main Singer sollte auch bei gesangslastigen Songs auch viel singen können. So, weißt du, ich meine. Der Song ist jetzt ein bisschen mehr gesangsorientiert auch. Da darf dann Liz einfach nicht fehlen, dementsprechend. Ne? Haben die gut gemacht. Ich gebe dem doch 10 von 10. Weiß nicht, ich überlege sogar Kitsch 10 von 10 zu geben. So, schauen wir mal darüber hinweg, dass Liz nur 5% hatte. I mean, come on. Dann war das einfach nicht der Track dafür so. Ne? Kann ja passieren so. Ich glaube, Starship weiß schon, wie sie die Girls einsetzen sollen. Im Großen und Ganzen, um dem Ganzen einen abschließenden Fazit zu geben. Ich bin begeistert. Es ist nicht zu Unrecht in meiner Playlist gelandet. Ich bin glücklich über die Line Distribution. Videoclip ist amazing. Die Outfits sind auch amazing, deren Look, Design etc. ist amazing. Eugene ist wieder am Slayen bis zum geht nicht mehr. Look at her. Wongyang auch, deren Visual halt, ne. Ja, es war wieder ein klassisches IVE-Comeback. I liked it, I hope you liked it as well. Wenn es euch gefallen hat, schenkt ihm das Ganze noch ein Like. Und wenn es euch besonders sehr gefallen hat, auch gerne ein Abo. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wie gesagt, jede Art von Support ist highly appreciated. Ich wiederhole mich da jedes Mal nur. Ansonsten wünsche ich euch allen an der Stelle einen guten Hunger, schönen Abend, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay. Es ist doch geil. 10 von 10. Ich habe mir das jetzt wiederholte Male angehört. Ich habe mir jetzt auch den Text gegeben. Der Text ist beautiful. Es ist wunderschön. Hab mich während des Editings in den Song verliebt, Alter. Ich bin die ganze Zeit am Schneiden. Dementsprechend höre ich den Song ja die ganze Zeit rauf und runter. Es ist geil. Es ist jetzt schon in meinem Kopf hängen geblieben. Also es ist Platz 1, 11, Kitsch, I am.